Ein Klick und dein Bauteil ist bombenfest, da wackelt nichts mehr, da rutscht nichts mehr und dein Bauteil kann vernünftig und vor allen Dingen sicher bearbeitet werden. Diese geniale Vorrichtung ist im professionellen Bereich extrem beliebt. Leider sind die auch extrem teuer. Darum habe ich mir das Ganze mal low-budget-mäßig nachgebaut. Das ist ein schaltbarer Magnet, den habe ich einfach seitlich an meinen Schweißtisch angebracht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bauteil schleifen möchte, dann brauche ich es nicht mehr irgendwo gefährlich mit den Händen festhalten oder mit einer Schraubzwinge festmachen, die mir dann früher oder später sowieso im Weg ist. Ich nutze einfach diesen einen Klick hier und dann ist das Ganze bombenfest. Ich kann es auch drauf knallen lassen, mache ich meistens natürlich nicht. Und wenn ich das Ganze wieder losnehmen will oder von der anderen Seite bearbeiten will, dann kann ich es einfach wieder abmachen. So kann ich auch Kleinteile hier perfekt schleifen, die man sonst wirklich schwierig mit der Hand nur festhalten kann. Oder auch Flächen schleifen. Und auch wenn ich irgendwas anzeichnen möchte, irgendwas körnen möchte, das mir nicht wegrutschen soll, dann kann ich das hier einfach drauflegen über meinen Schweißtisch. Ich schalte den Magneten an, von wegen, das Bauteil ist bombenfest und rutscht keinen Millimeter mehr weg. Absolut genialer Helfer. Problem ist halt nur, wenn man sich sowas kauft, ist wirklich sowas relativ teuer. Und darum habe ich mir das einfach aus dem schaltbaren Magneten ganz einfach nachgebaut. Das heißt, das ist ein Lastmagnet. Ich habe mal eine größere Variante hierher geholt und die sind im Prinzip relativ simpel. Die werden normal in einen Kran eingehangen. Man fährt auf ein Bauteil runter und dann schaltet man den ganz einfach um. Und das ist halt auch der Riesenvorteil, dass man die hier vorne umschalten kann. Und dann, der schafft hier 400 Kilo. Da kann man machen, was man will. Man kann den nicht mehr bewegen. Und wenn ich den hier wieder umschalte, dann kann ich den wieder ganz normal bewegen. Riesenvorteil an diesen Lastmagneten ist, die sind sehr bezahlbar. Das heißt, ich habe hier eine 100 Kilo Variante angebracht. Der kostet irgendwie so 40, 50 Euro. So ein großer kostet 400 Euro. Da gibt es auch noch Zwischenschritte. Aber im Prinzip reicht hier so eine 100 Kilo Variante vollkommen aus. Und damit kann man sich so einen schönen Helfer bauen. Und das ist wirklich extrem praktisch. Ich schalte das hier einfach einmal um und dann kann ich hier mein Bauteil zum Schleifen anbringen, egal ob es ein großes Bauteil ist, ein kleines Bauteil, ob ich eine Fläche schleifen will, ob ich hier irgendwas anzeichnen, anreißen will oder irgendwas körnen will, ausrichten will, das kann ich hier alles vernünftig mit befestigen. Die sind also im professionellen Bereich wirklich sehr beliebt. Ich habe hier eben zum Beispiel meine Kante geschliffen und gestern Nachmittag habe ich das Ganze gebaut, da habe ich schon ein bisschen mit rumgespielt, also ist wirklich extrem praktisch und ich bereue nur eins, dass ich mir sowas nicht vorher schon gebaut habe. So eine Vorrichtung kann man jetzt im Prinzip sehr, sehr simpel bauen. Ich erkläre mal, wie ich das gemacht habe. Das kann man immer individuell noch mal ein bisschen anpassen. Nicht jeder hat so einen Schweißtisch. Manche haben auch Schweißtische aus ganz normalen Vierkantrohren. Auch da kann man problemlos sowas anbringen. Punkt 1, ich habe hinten erstmal die Platte abgeschraubt. Das sind M5er Bohrungen. Das ist natürlich ein bisschen filigran. Die habe ich einfach aufgebohrt auf 6,8 mm und habe dann M8er Gewinde geschnitten. Ich habe es bei allen 4 Bohrungen gemacht. Eigentlich würden 2 vollkommen ausreichen. Und dann habe ich mir eine Platte angefertigt. Platte haben auch 4 Bohrungen gekriegt, sind auch 2 Bohrungen zu viel. Habe ich also zu viel Aufwand betrieben, habe ich im ersten Moment nicht richtig drüber nachgedacht. Und dann habe ich das Ganze an den Schweißtisch angesetzt und habe das Ganze mit so einem Winkel hier verschweißt. 4 kleine Schweißpunkte reicht vollkommen aus. Und dann habe ich die Möglichkeit, das hier immer wieder an meinen Schweißtisch anzuflanschen, aber auch schnell immer abzunehmen. Beim Schweißen habe ich darauf geachtet, dass ich hier oben 2 Flachmaterialien rübergelegt habe, dass ich da wirklich auch eine ebene Fläche habe, dass ich hinterher auf einer Ebene da vernünftig spannen kann. Ich denke mal, das ist sehr simpel. Ich habe diesen Winkel hier einfach noch übrig gehabt, von wegen, den benutze ich nie. Sieht man auch, dass er schon Flugrost angesetzt hat. Und dann habe ich den hier mal vernünftig eingesetzt. Kann man aber auch irgendein Flachmaterial nehmen, das man sich bohrt. Muss man immer so ein bisschen individuell anpassen. Aber die grundlegende Sache ist wirklich, dass man das hier hinten abnimmt, dass man hier hinten die Bohrung aufbohrt und dann hat man hier vernünftig die Möglichkeit, sich hier eine Anschlussplatte ranzusetzen. Wenn ich zum Beispiel so einen Vierkantrohr-Schweißtisch hätte, würde ich mir vielleicht einfach auch eine Lasche anschweißen, an der ich das Ganze dann einfach immer anschrauben kann. Ich habe hier 2 Schrauben. Die Schrauben habe ich mir noch ein bisschen gekürzt. Dafür sind Muttern und eine Unterlegscheibe drüber gekommen. Damit kann man also Schrauben dann immer wirklich wunderbar kürzen. Alles auf die gleiche Länge. Und dann habe ich das Ganze hier einfach zusammengeschraubt und dann sitzt das hier dran. Ist also im Prinzip wirklich eine sehr, sehr simple Vorrichtung. Habe ich vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde dran gesessen, dann ist das hier vernünftig angeflanscht. Ich
Ich habe hier nur 4 Punkte erstmal gemacht. Ich werde es nachher nochmal abschrauben und werde das Ganze lackieren, vorher nochmal komplett fertig schweißen. Aber im Prinzip hat das ja nicht viel auszuhalten. Es ist einfach nur ein Positionierer und in dem Moment, wenn ich den Magneten schalte, zieht der natürlich auch seitlich hier an den Schweißtisch, ist fest, und auf der anderen Seite liegt das Ganze ja so plan auf. Das hat also wirklich nicht so viel zu halten. Trotzdem wollen wir es natürlich vernünftig, solide ausführen und damit hat man sich auf ganz einfache Art und Weise einen absolut genialen Helfer gebaut. Ich werde diese Lastmagneten natürlich hier unter verlinken. Ich weiß nicht, irgendwie 40, 50 Euro kosten die. Vielleicht sind sie sogar noch günstiger. Also bei Vevor sind die wirklich unschlagbar günstig. So, dann kann ich das Ganze hier einfach ansetzen. Schnellspannbolzen, normalen Bolzen. Man könnte auch Schrauben nehmen und dann habe ich hier innerhalb von wenigen Sekunden meine Vorrichtung wieder dran. Kann hier alles vernünftig spannen, kann hier alles vernünftig bearbeiten. So einfach kann das Leben sein. Und im Praxistest ist das eine absolut geniale Arbeitserleichterung. Ich habe hier einen kompletten Bausatz, alles Bleche, die sind nicht hundertprozentig sauber. Ich möchte die vernünftig verarbeiten können. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich hinterher einen vernünftigen, tragfähigen Untergrund, wenn ich die Bauteile lackieren möchte. Darum gehe ich überall einmal mit dem Exzenterschleifer rüber. Normal würde ich das Bauteil mit einer Hand fixieren, mit der zweiten Hand mit dem Exzenterschleifer schleifen. Jetzt mache ich es mir deutlich einfacher hier. Ich lege die Bauteile immer drauf, ich schalte den Hebel um und dann kann ich das Ganze bequem mit beiden Händen mit dem Exzenterschleifer schleifen, kann immer über die komplette Fläche rübergehen. Die Hand ist nirgendwo im Weg und das ist wirklich eine richtig schöne, geniale Arbeitserleichterung. Frage ist natürlich auch immer, warum kein Schraubstock? Und ich habe hinter mir auch immer einen Schraubstock. Auf dem Schweißtisch stört er mich immer. Ich habe mir aber auch mal einen mit Magnet gebaut. Da gab es früher schon mal ein Video drüber. Das heißt, das ist ein ganz normaler Maschinenschraubstock. Und hier habe ich dann einfach einen Magneten und dann ist der bombenfest und dann kann ich mir den überall positionieren, wie ich den brauche. Ist auch eine sehr geniale Lösung. In diesem Zuge guckt euch das Video auch gerne nochmal an. Das ist auch derselbe 100 Kilo Magnet. Da hatte ich mir damals 2 von bestellt und der ist hier genauso untergebracht und der reicht vollkommen aus. Ist also auch wirklich ein Hilfsmittel, was sich über, ich weiß nicht, wie alt das Video ist, 1,5 Jahre wirklich hier in der Praxis in meiner Werkstatt bewährt hat. Kann man sich wirklich überall positionieren, ausrichten und kann den dann perfekt nutzen. Und der kostet auch keine 500, 600 Euro, wie diese Magnetschraubstöcke normal kosten. Das ist dann auch hier, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Euro und der hier halt auch 40, 50 Euro. Und dann kann man sich sowas ganz einfach selber bauen. Und den Magneten kann man natürlich wie bei dieser Vorrichtung hier immer wieder abschrauben und kann den auch für andere Sachen ganz einfach nutzen. So, und für alle, die noch eine einfachere Lösung haben wollen, nehmt einfach mal 2 Magneten, müssen vernünftige Magneten sein, könnt ihr euer Bauteil hier auch anbringen, könnt das hier vernünftig schleifen, könnt die Fläche schleifen, könnt ihr mit einem Sowas ist also auch für viele Sachen vollkommen ausreichend. Ist extrem praktisch, kann man überall anbringen. Wichtig ist, dass man Magneten hat, die auch eine vernünftige Haltekraft haben. Gibt es auch viel billigen Schrott. Die sind auch extrem günstig. Ich glaube, die kosten 5, 6 Euro das Stück. Kann ich hier unten auch noch mal gerne verlinken. Ansonsten, ich hoffe, die kleine Vorrichtung hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.